aller guten Dinge sind drei, der dritte und letzte Grand Prix hier in den USA, Las Vegas. Die Stadt, die niemals schläft. Die Stadt der, keine Ahnung, 10 Millionen Lichter. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber auch eine Strecke, an die ich mich erstmal gewöhnen musste, die ich auch noch nicht so 100% gut fahren kann. Von daher erwartet heute nicht so viel. Es gibt zwei ultra lange Geraden. Ja, ihr seht schon Sektor 2 und Sektor 3, wenn ihr mal unten links auf die Karte schaut. Das ist echt Wahnsinn. Und vorher ist halt sehr viel Konzentration hier notwendig, weil es sehr viel kleinere, engere Kurven und Abschnitte gibt. Hier ganz besonders, hier muss ich aufpassen, hier gibt es ganz schnell mal eine Strafe, weil die Streckenbegrenzung überschritten wurde. Hier die Banden aufgepasst, Zweiter momentan hinter Max Verstappen, der ja schon Weltmeister ist, von daher ist ihm das ja eigentlich völlig egal. So, hier kommt dann der nächste etwas schwierigere Abschnitt und dann geht es jetzt rein. Wenn man hier einen guten Exit hat und dann auf die lange Gerade und jetzt gib ihm. Jetzt musst du Vollgas geben und dann geht es hier vorbei, wie gesagt. Ja, an den typischen Las Vegas Gebäuden hier. Links der Eiffelturm, der meines Erachtens aber in Paris stehen sollte, naja. Und ihr seht, dann kommen wir ja auch auf fast 340 Stundenkilometer. Hier dann nochmal eine ganz kurze Links-Rechts-Links-Passage, bevor es dann auf Start und Ziel geht. Und wir haben ganz gut aufgeholt. Wir sind Zweiter. Wäre ich auch völlig mit zufrieden, aber wir werden, glaube ich, noch 1, 2 Plätze verlieren. Dritter Platz momentan mit dem letzten ERS. Komm, dritter Platz, jawohl. Ist doch völlig okay. Wenn ich am Ende auch Dritter werde im Rennen, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Rennen gemacht. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Fahrerwertung gucken und auf die Konstrukteurswertung. Wir haben nicht viele Punkte Rückstand auf Lando Norris. Wir haben jetzt aber auch nur noch 3 Rennen mit dem jetzt hier in Las Vegas. Zweiter Platz ist auch noch spannend, also der Kampf um Platz 2 hier mit McLaren. Dazu müsste Russell zum Beispiel auch mal 5. oder 4. werden und gleichzeitig müsste ich unter den ersten 3 landen. Naja, starten wir rein, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen wieder. Los geht's mit den Mediums, wir wechseln dann auf die Softs. Leclerc und Norris starten mit Soft, das wird also auch wieder sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend dann in der Boxengasse. Los geht's von Platz 3, eigentlich gut weggekommen. Vielleicht schaffen wir es sogar an Leclerc hier vor Kurve 1 vorbei. Und das schaffen wir, ja, noch nicht ganz. Weil da ist ein bisschen eng, da ist gar kein Platz. Verwarnung, hä? Jetzt schon? Das ist aber relativ spät für meine Verhältnisse. Leclerc, ja, hat links die Lücke gesehen, aber die mache ich ganz klar zu. Jetzt versucht das wieder, da ist doch gar kein Platz, obwohl da natürlich die Ideallinie ist. Wieder eine Rangelei, schon die zweite hier mit Leclerc. Also Ferrari und ich, wir sind nicht die besten Freunde in der Saison. Haben wir ja gerade auch am Anfang der Saison gesehen. Oh, der Abschnitt hier, den finde ich auch sehr, sehr tricky. Da darfst du auch keine Sekunde zu spät bremsen. Hier die Bande nehme ich auch mal gerne ganz schnell mit. Und dann geht's eigentlich. Also Sektor 1, wenn ich den erstmal überstanden habe, dann geht's ja jetzt hier auf die lange Gerade. Da muss ich halt gucken, wann ich ERS benutze, weil hier kann ich eigentlich viel mit dem Windschatten noch arbeiten. Ich würde gerne das ERS noch nicht ganz aufbrauchen, aber ein bisschen würde ich jetzt schon verbrauchen, damit ich halt dranbleibe an Verstappen. Oh, krass, diese Lichter hier, ne? Weiß gar nicht, wo man hingucken soll. So, jetzt 50% ist okay, den Rest mache ich jetzt über Motorleistung und über Windschatten. Vorne muss ich gucken, oh, 330 km/h, da werde ich Verstappen nicht überholen können. Oh, der erste Rempler, aber Frontflügel ist heile geblieben. So, und hier nochmal genau das gleiche. Ein bisschen ERS, nicht so viel, dass ich aber dranbleibe, dass ich die Möglichkeit habe, eventuell hier schon vorbeizuziehen. Oh, ach du Scheiße. Streckenbegrenzung überschritten, aber ich muss meinen Platz nicht zurückgeben. Den werde ich jetzt sowieso gleich verlieren. Achtung, Verstappen. Wenn die Leute dann in den Genuss von DRS kommen, anders als ich. Aber gut, anders wird es nicht gehen. Verstappen, das ist krass, ne? Wo die sich überall durchzwängen. Aber die Lücke war offensichtlich groß genug. Da hätte ich die Tür noch mal ein bisschen mehr zumachen müssen. Vielleicht macht er einen Fehler. Ja, ich hoffe, dass Verstappen mir einen Fehler macht. So, hier kann ich dann früher Gas geben. Zweite Verwarnung schon, wegen Streckenbegrenzung. Muss ich aufpassen. Jetzt die Augenhöhe mit Verstappen. Muss dranbleiben, wirklich. Ich muss wirklich dranbleiben. Dann habe ich jetzt nämlich gleich DRS. Dann kann ich ein bisschen ERS schonen. Das ist hier wirklich ein ganz, ganz schmaler Grat.
So, hier wieder gut reinkommen in die Kurve und jetzt gib ihm. Aber Leclerc wird mich natürlich auch dann versuchen zu attackieren. Jetzt gibt es erstmal DRS, Junge. Jetzt gibt es erstmal DRS und da kann Verstappen nichts machen. Ich komme ran. 335 km/h, lässt er mir hier die Lücke. Oh, die ist auch nicht groß, aber ich schaff's. Genauso wie er gerade mich überholt hat. So überhole ich ihn. Jetzt wahrscheinlich die Retourkutsche. Jetzt wird Verstappen mich gleich hier überholen. Aber das ist auch okay. So pushen wir uns gegenseitig. Norris ist schon 2,5 Sekunden weg auf Platz 4. Russell ist 5. Das, was ich gewollt habe. Was halt wichtig ist für die Konstrukteurswertung, ne? Norris ist 4. Und Oscar Piastri ist dann offenbar nicht unter den ersten 5. Logischerweise. Das ist schon mal gut für die Konstrukteurswertung. Und für die Fahrerwertung wäre es natürlich auch schön, wenn ich hier gewinne und Norris möglichst noch 1-2 Plätze nach hinten fliegt. So, Achtung hier wieder. Wenn ich jetzt nämlich noch eine Verwarnung bekomme, dann habe ich schon eine 3-Sekunden-Strafe. Das geht hier echt sauschnell, besonders hier in diesem Sektor. Ja, Übergangssektor 1:2. Und wir halten momentan den Vorsprung, das finde ich gut. So, Achtung hier. Bisschen später, bisschen riskanter gebremst. Es war nicht so ein gutes Einlenken in die Kurve. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kommt Verstappen natürlich rein. Jetzt mache ich ein bisschen ERS an. So bis ca. 50-40%. Okay, machen wir 30%. So, Maximum. Und jetzt habe ich den nötigen Vorsprung, damit Verstappen mich nicht überholen kann. Und er muss nach hinten gucken auf Leclerc. So, und dann haben wir fast eine Sekunde Vorsprung. 0,999 war es gerade. Ja, Sainz, da ist er. Der wechselt immer mit Russell die Plätze. Sehr schön. 1,33,334. Schnellste Rundenzeit ist natürlich auch nie verkehrt. Diesen zusätzlichen Punkt. Es läuft, ja, besser als gedacht. Also erstmal das Qualifying habe ich besser hinbekommen. Da war ich sehr überrascht, dass ich dann doch auf den 3. Platz gefahren bin. Und dann hier vom Start weg schon 1-2 spannende Überholmanöver gegen Verstappen. Hier der Abschnitt, aufgepasst, genau. Hier ganz, ganz gefährliche Kurve, aber haben wir auch gut hinbekommen. 1,3 Sekunden Vorsprung, das heißt, er könnte jetzt von Leclerc überholt werden. Dann hätten wir ein bisschen Ruhe vorne. So, Vorsicht auch hier, nicht die Streckenbegrenzung überschreiten. So, 1,2 Sekunden. Mal gucken, wie viel er noch aufholen kann, aber bis zum DRS-Fenster wird das nichts mehr. Also, sparen wir ein bisschen. Aber ich glaube auch Leclerc wird da nicht vorbeikommen. Er versucht es natürlich. Ich glaube, diese lange Gerade hier, könnte die sogar länger sein als die in Aserbaidschan. Ich bin mir da nicht sicher, müssen wir mal vergleichen. Die kommt auf jeden Fall nah dran. So, Leclerc ist vorbei an Verstappen. Verstappen wieder vorbei an Leclerc. Aber das ist gut, dann bin ich schön fein raus aus dem Schneider. Wir nähern uns dem Boxenstopp. 1,34. Weichen Reifen weiterfahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,6 Sekunden. Alonso ist jetzt auf der 5. Da haben wir 8 Sekunden Vorsprung. Also wir entfernen uns jetzt, das ist ganz gut. Vielen Dank auch an Leclerc, dass er Verstappen da so auf den Sack geht. Das heißt, wir können hier schön entspannt unsere Runden vorne drehen. Und hoffentlich mit wenig Fehlern auch vor der Boxenstopp-Phase uns einen guten Vorsprung rausfahren. Und dann natürlich im zweiten Teil des Rennens uns entsprechend absetzen. Das wäre so jetzt der Plan. Platz 3 bis 5 sind alle auf Softs unterwegs. Das heißt, sie bleiben nicht so lange draußen wie wir. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So, wieder links rum. Gut rausgekommen. Hier die ganzen Hotels links und rechts. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, Las Vegas muss schon eine schöne Stadt sein. Zum Leben glaube ich nicht. Aber wenn man mal ins Casino möchte oder so, ein bisschen was gewinnen,
Dann ist das schon gar nicht so verkehrt. So, 2 Sekunden nach wie vor. Leclerc hat wieder eine halbe Sekunde mehr Rückstand. Der wird deswegen an Verstappen, glaube ich, nicht vorbeikommen, oder? Die duellieren sich da ganz schön hart. Ja, Verstappen hält noch die 2. Russell auch sehr gut, ist wieder zu sehen. Das ist immer gut. Wenn ich Russell sehen kann links, kriegen wir viele Punkte. Das heißt, Piastri, ich versuche mal kurz unten drauf zu gucken. Der ist im Mittelfeld. Piastri, der ist so 8., 9. Der sammelt also nicht so viele Punkte. So, die nächste Runde ist, glaube ich, dann Boxenstopp-Phase. Stroll ist auch noch mit dabei. Ja, die sind sehr, sehr eng noch beieinander. Ach, die erste Hälfte ist schon drin. Okay, sehe ich gerade, weil die Softs haben. Deswegen müssen die ein bisschen früher rein. Ist im Prinzip auch ein Vorteil für uns. Wir haben freie Bahn vor uns, also machen wir das Beste daraus und fahren eine schnelle Runde. Du schaffst das. 1,37, wir haben doch 1,34, ne? Oder 1,33 bislang als unsere beste. Sollten wir schaffen. Erziele eine Rundenzahl von 1,37, das verstehe ich nicht. Ja, oder vielleicht sind sie so nett und geben uns einfach eine Vorgabe, die wir locker leicht schaffen. 3 Sekunden, 10 Sekunden vor Russell. Krass, warum ist denn der Vorsprung jetzt so groß? Ja gut, weil die anderen reingefahren sind in die Boxengasse, klar. Und jetzt ist Russell erstmal Dritter, das ist natürlich ideal. Das schiebt sich natürlich gleich noch ein bisschen. Wenn wir dann reingehen, dann werden die anderen wieder näher rankommen. Aber das ist erstmal eine schöne Momentaufnahme. 10 Sekunden Vorsprung. Und wir fahren auch wirklich gut. Also dafür, dass ich die Strecke ja überhaupt nicht... Also was heißt überhaupt nicht mag, will ich gar nicht sagen, aber nicht so gerne fahre, am Anfang zumindest. Weil an manchen Stellen finde ich die auch für mich persönlich teilweise ein bisschen schwierig. Aber ich würde sie jetzt nicht rausnehmen aus dem Rennkalender, ne? Ich drücke kräftig aufs Gas, ja. Ich würde sie jetzt nicht rausnehmen aus dem Rennkalender, da würde ich auch andere Strecken rausnehmen wollen. Sainz ist in der Boxengasse. Russell, wenn der jetzt nicht reingeht, wann will der denn reingehen? Mit mir zusammen? Nein, dann geht er noch eine Runde später rein. Verstappen wird er dann auch wohl mit mir reingehen. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. So, Vorsicht hier. Streckenbegrenzung, das geht ganz, ganz schnell. Hier sind die Schiris rigoros. Die Stewards, die das hier bestimmen. Da wird gar nicht lange überlegt. So, hier diese kleinen Wellen in der Straße, die haben wir auch gut hinbekommen. Achtung, DHL-Schild. So, jetzt gebe ich nochmal Gas. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Hülkenberg 5. Das muss man auch mal festhalten. Hülkenberg auf der 5. Der wird jetzt gleich noch ein paar Plätze nach vorne gehen, wenn Sergio Perez, Russell, Verstappen und ich, wenn wir nacheinander reingehen. Nico Hülkenberg im Haas auf Platz 5. Das ist Wahnsinn. So. Jetzt aufgepasst, die Bande rechts nicht mitnehmen. Wir liegen gut in der Zeit. 4,4 Sekunden Vorsprung vor Verstappen. So, jetzt hier links. Geht es schon rein. Ich hoffe, dass ich jetzt die Boxen einfahre. Ich war noch nie in der Box. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Nix hier irgendwie kaputt zu machen, genau. So, und dann sind wir gleich hier vorne. Zack. Ich hoffe optimal. 2,5 Sekunden. Verstappen muss hier rein. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Oh, das ist bitter. Doppelt so lang gebraucht, weil hier unsere Leute wieder Mist machen. So ist der ganze Vorsprung leider weg. Uns fehlen jetzt 2,5 Sekunden, aber das sollte nicht ausschlaggebend sein. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das ist natürlich bitter. Aber auf der anderen Seite hat jetzt vielleicht Leclerc die Chance, Verstappen aufzuhalten. Das heißt, das wäre gut für uns. Aber ja, so ganz fehlerfrei ist unsere... Ah, Piastri. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Vor Start und Ziel. Der wollte wahrscheinlich in die Boxengasse reinfahren. So wie es ausschaut. Und dann ist er wahrscheinlich... Ja, hat irgendwie der Motor versagt. Oder ist irgendwo gegengeknallt. Weiß ich nicht. Also, schon mal gut für uns. Das heißt, McLaren kann nur durch Lando Norris Punkte sammeln. Und wir haben halt noch 2 Fahrer. Also ich und Russell. Wichtig für die Konstrukteurswertung und auch wichtig für die Fahrerwertung, wenn Norris weiter hinten ist. Nur der wird halt auch noch Plätze gewinnen. Weil ein paar andere Experten waren halt noch nicht drin. Ne? Russell, Sergio Perez unter anderem. Da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Leclerc 1,8, war der schon drin? Ich weiß nicht, ob der auch Mediums hatte.
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber der wird noch näher rankommen. Klar, oder ist näher rangekommen durch diese 2,5 Sekunden, die ich mehr gebraucht habe. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Sehr, sehr ärgerlich gewesen. Mal gucken, ob wir das noch verteidigt bekommen. Ah, guck mal, jetzt auf einmal ist Piastri zack wie vom Erdboden verschluckt. George an der Box. George an der Box, zack, wieder vorbei an George und an Sergio Perez auf der 1. Und es sind wieder 2,2 Sekunden. Lando Norris ist wieder Vierter, Russell ist Fünfter. Schade, es hätten noch 5 Sekunden sein können, aber gut, dann sind 2,4. Verstappen hat aber, denke ich, mehr mit Leclerc zu tun als mit mir. Die letzten Runden hoffe ich. Ja, Teamkollege ist in der Boxengasse, weiß ich. George kommt in die Boxengasse. Okay, hör zu. Wir müssen das ERS schonen. Deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, es aufzuladen. Wie weit müssen wir denn aufladen? 63%, wir haben jetzt 40. Ist Russell jetzt Letzter? Ist Russell jetzt wirklich Letzter? Warum ist der zweimal reingegangen? Ganz hinten ist doch George Russell, oder sehe ich das falsch? Oder müssen die anderen Fahrer auch nochmal rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann hat er ja einen merkwürdigen Boxenstopp hingelegt. Wenn der Letzter ist, was hat er da gemacht? Naja, wir werden es rausfinden oder halt auch nicht. Jetzt konzentrieren wir uns doch mal hier auf die letzten Runden. 4 Runden sind es noch. 2,3 der Vorsprung auf Verstappen. Und dann so ab Platz 5, das ist halt eigentlich schon eine große Lücke. Also Lando Norris wird halt auch leider Vierter. Das heißt, so viele Punkte werden wir auch nicht aufholen. Aber immerhin. Es sind da noch 2 Rennen in Katar und dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Katar ist halt auch wirklich nochmal eine Strecke. Das ist wie die anderen, hier ist die Ideallinie. Das ist wie die anderen Strecken in der Wüste. Bahrain, Saudi-Arabien, die fahre ich auch nicht so gerne. Alles sehr, sehr kompliziert, aber man muss ja eine Strecke bauen. Mitten in der Wüste, wo nichts ist. Oder ist Russell? Nein, der ist woanders. Dann war das hinten ein anderer hellblauer Punkt, dann habe ich das verwechselt. Also er dürfte jetzt so 6., 7., 8. sein, so um den Dreh. Oh, Vorsicht hier. Nee, ganz hinten ist, glaube ich, ein Haas. Also entweder Hülkenberg oder der andere. Ich weiß gar nicht, wer sitzt bei Hülkenberg noch mit drin? Gute Frage. Nächste Frage. So, Sainz ist auf harten Reifen unterwegs, der wird da auch nicht mehr mitreden können. So, ich bin jetzt gleich auf 63%. Wir haben noch 1,5 Runden dafür Zeit. 2,5 Sekunden, der Vorsprung hält sich. Ja, Leclerc kommt aber auch nicht näher ran an Verstappen. Also es hat sich jetzt schon weit auseinandergezogen, das Feld. Also ein bisschen, das in der Mitte die Traube, die ist immer noch geblieben. Aber wir haben gute Chancen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, hier unseren nächsten Sieg einzufahren und mehr können wir nicht machen. Ich glaube, die Probleme am Anfang hätten wir die nicht gehabt. Logischerweise hätten wir vielleicht auch um die Weltmeisterschaft mitfahren können, weil, wie gesagt, seit Spanien oder nach Spanien Gute Arbeit bei diesem Ziel. haben wir, glaube ich, immer unter den ersten 6 das Rennen abgeschlossen. Mal besser, mal schlechter. Und dann würden wir rein theoretisch auch die nächsten Saisons später irgendwann Weltmeister werden. Das ist jetzt echt nur noch eine Frage der Zeit, bis das Auto dann entwickelt ist und die Ressourcenpunkte und die Teile, die wir dann halt jetzt erstmal saven müssen und dann Stück für Stück upgraden. So, 3,2, also auch nochmal ein bisschen mehr. Hier scheine ich ein bisschen Zeit zu gewinnen oder die anderen, weiß ich nicht, lassen es jetzt ein bisschen lockerer angehen, will ich nicht sagen, aber wir kommen so langsam dem Rennende entgegen, das merkt man. 16 Sekunden jetzt, Russell ist Fünfter, sehr, sehr wichtig. Also war doch von mir eine falsche Wahrnehmung. Dann habe ich da irgendeinen anderen hellen Punkt gesehen, ganz hinten. So, und wir schaffen das Ganze hier ohne ERS auch zu verbraten. Also nach wie vor der Tipp, der geht auf, also der bringt auf jeden Fall was, den ich bekommen habe, dass ich das ERS nicht komplett verbrauchen soll, weil dadurch dann auch noch immer ein bisschen Geschwindigkeit fehlt. Ich
glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen. Leclerc und Verstappen tauschen, ja. Schönes Wechsel dich hin und her. So, vorletzte Runde. Aber nochmal eine schnellste Rundenzeit raushauen. Vielleicht in der letzten Runde. Ich glaube, letzte Runde mache ich mal ERS an. Dass ich da auf Nummer sicher gehe. Aber ich glaube auch so eine 1,33,334. Mein innerer Monk stört sich um die 4 ganz hin. Da hätte auch eine 3 stehen sollen. Dann wäre es perfekt gewesen. 1,33,333. Aber gut, was nicht ist, ist nicht. Hier bin ich ganz froh, dass ich hier keine weitere Strafe bekommen habe. Also die Streckenbegrenzung, dass ich die nicht überschritten habe. Dass ich hier, auch wenn ich 1-2 Mal leicht gegengefahren bin, dass ich da mit dem Frontflügel nicht abgeschlagen habe. Ziel erreicht. Auch irgendein Random-Ziel. Las Vegas Winners. Ja, dazu darf ich mich auch gleich gesellen. Zu den Las Vegas Winners. Das ist schon krass, ey. Wenn du hier einmal die Kontrolle verlierst, dann ist over. Dann ist wirklich over. Aber wir gewinnen das Rennen. Also ich glaube, das kann ich jetzt sagen. Wenn ich das jetzt ganz leicht locker hier zu Ende fahre, auch in der letzten Runde, ohne Strafe, gewinnen wir in Las Vegas. Und dann bekomme ich ein Jahr freien Eintritt in jedes Casino hier. So, und ich werde jetzt gleich schon mal das ERS ein bisschen verwenden. Wobei eigentlich erst auf der langen Geraden, würde ich sagen. Letzte Runde. Wobei zu riskant will ich dann natürlich auch nicht fahren, aber nochmal so eine verbesserte Rundenzeit wäre doch nicht schlecht. Ja, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Da muss ich jetzt ein bisschen haushalten. Hier auf den langen Geraden kann ich das ruhig machen. So, und jetzt spare ich bis zu Sektor 2, bis zu der langen Geraden. Und dann bin ich gespannt. Verstappen und Leclerc streiten sich noch um Platz 2 und 3. Norris wird 4. Russell hoffentlich 5. Jetzt könnte ich mir auch eine Sekundenstrafe einheimsen. Jetzt wäre das auch egal. So, jetzt haben wir schon mal einen schnelleren Sektor 1. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt verbrate ich gleich alles ERS auf dieser langen Geraden. Und dann gib ihm. So, nochmal hier einen guten Exit. Gut reinkommen. So, und jetzt. Wir haben nur noch 35%, aber die hauen wir jetzt raus. Da hauen wir jetzt alles raus, was geht. Vergrößern den Vorsprung nochmal. Gibt es hier auch irgendwie Feuerwerk, irgendwie Geldscheine vielleicht? An der Zielgeraden. Aber das sollten wir jetzt schaffen. Sektor 2. Ich glaube, das Gelbe ist, dass es gleich geblieben ist. Also es hat sich auch nicht verschlechtert. Aber ich glaube nochmal, die schnellste Rundenzeit, die werden wir nicht überboten bekommen. Ist ja auch egal. Letzten Meter hier, letzten paar Kurven. Leclerc, 2. Das sehen wir dann gleich im Endtableau, ob er es gehalten hat oder nicht. Schnellste Rundenzeit werden wir auch nicht mehr überboten bekommen. Aber wir gewinnen in Las Vegas. Yes, yes, yes! Lasst was hören, Leute! Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Und Las Vegas hat seinen Champion. Und das war ein ganz besonderer Sieg unter den Neonlichtern von Nevada. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge. Das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Aber warten wir noch ein wenig ab. Es ist noch ein langer Weg. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, und ich auf jeden Fall. Also wir gucken mal, Stroll von der 10 auf die 8, wer so die meisten Sprünge gemacht hat. Alonso war irgendwie Fahrer des Tages.
Der ist von der 6 auf die 7. Warum ist der Fahrer des Tages geworden? Egal, wir holen 26 Punkte, wichtig. 14 Punkte mehr als Norris. Wir kommen also wieder ein bisschen ran. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie in 2 Rennen hinbekommen, ihn zu überholen. Wir haben jetzt noch 14 Punkte Rückstand. Das ist zu schaffen. Dazu müsste ich halt noch zweimal eine höhere Platzierung bekommen als Lando Norris. Und hier dürfte das eigentlich schon fast entschieden sein, jetzt durch dieses Rennen. Dadurch, dass Piastri ausgeschieden ist, sollte das eigentlich nach dem Katar Grand Prix entschieden sein. Verstappen, wie gesagt, ist Weltmeister, da wird sich nichts mehr verändern. Aber ein gutes Rennen gefahren, volle Punkteausbeute. Was will man mehr? Oh, Top 5 im Qualifying. Anzahl der Top 5 Platzierungen im Qualifying in deiner F1-Karriere. Weitere Auszeichnung, natürlich jetzt Lance Stroll ist unser nächster Rivale. Gut, der hat eine 79er Bewertung, das würde auch noch nur eine Frage der Zeit sein. Und hier Wertung genau wieder hoch, perfekt, Gesamtwertung 78. Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir ein ernsthafter Anwärter auf die Weltmeisterschaft. Wir haben uns richtig gut gemacht. Ja, bei der Strategieanalysten, da schaffen wir es immer noch nicht auf Level 2. Das wird halt immer auch noch ein bisschen dauern. Jetzt kriegen wir nochmal ein paar wöchentliche Ressourcen. Die werden wir aber dann, beziehungsweise Ressourcenpunkte, die werden dann aber wahrscheinlich genutzt, um weitere Sachen zu saven für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr. Zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen Und zwar hier bei der Strapazierfähigkeit. Wochenende am Auto montiert sein werden. Das werde ich jetzt halt alles mal saven. Das hat jetzt erstmal Priorität, aber so viel kann ich gar nicht saven, weil so viele Ressourcenpunkte kriegen wir gar nicht. Also weniger auf jeden Fall als in den letzten Spielen, aber bis auf die Chassis kann sich das wirklich hier sehen lassen. Da müssen wir halt auch nochmal ein bisschen drauflegen. Wäre dann in der nächsten Saison der Fall. So, was wollt ihr jetzt machen hier? Spezialanalysten. Also schaut euch mal dieses Layout an von der Strecke. Das schreit schon quasi nach Zeitstrafen, nach Unfällen. Was ist das? Was soll das darstellen? Eine Schnecke, hinten das Schneckenhaus, vorne die Fühler. Also es sieht für mich aus wie eine Schnecke vom Layout her. Ich fahre das auch sehr, sehr ungern. Aber gut, müssen wir machen. Machen wir auch irgendwie. Schließe 4 Sessions ab. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Schließe 4 Sessions ab, ohne dein Auto zu beschädigen. Das mache ich mal, weil ich bin nicht sicher, ob ich mein Auto heile lasse. Schließe bei einem Rennen besser ab als das andere Teammitglied. Ja, das würde ich mir zutrauen, dass ich besser als Russell hier fahre. Dann weniger als 2 Verwarnungen und Strafen wegen Kurvenschneidens, auch sehr, sehr interessant. Und Lift and Coast für mindestens 30 Sekunden, ob ich daran immer denke. Naja, komm, wir versuchen es mal. Reicht ja auch, wenn ich das im Training, glaube ich, mache. So, wir starten mal rein. Hoffentlich ist es kein Sprintrennen. Ich glaube, wir haben jetzt auch kein Sprintrennen mehr. Das letzte Rennen wird kein Sprintrennen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das vorletzte Rennen vielleicht nochmal ein Sprintrennen ist, dass sie das nochmal reingedrückt haben. Als krönender Abschluss in der Wüste. Schau mal, da wäre eigentlich nix. Da ist der Hund begraben und da braucht man eine Formel-1-Strecke hin. Ich weiß gar nicht warum. Ob es da ums Geld geht, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und es ist tatsächlich nochmal ein Sprintrennen. Ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht. Aber okay. Hilft nichts. Zumindest bleibt es trocken. Es ist in der Nacht. Dann sehen vielleicht nicht so viele Leute meine Unfähigkeit auf dieser Strecke. Und vielleicht kann ich hier nochmal zumindest das Getriebe nochmal upgraden. Nochmal erneuern. Die anderen Teile kann ich jetzt so lassen. Da muss ich jetzt nicht nochmal extra was entwickeln lassen. Das wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Also, wo ist denn hier die Rangliste? 3. Platz. Und ich bin zufrieden. Habe ich ja gesagt, nach Spanien. Genau, da waren wir 19. Und dann immer unter den ersten 6. Letzten 2 Rennen gewonnen. Also besser kann es gar nicht laufen. Vielleicht kriegen wir noch Lando Norris, Vize-Weltmeister, wäre ganz geil. Da haben wir also noch ein bisschen was vor. Und dann gucken wir mal, ob es klappt in Katar. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Das vorletzte Rennen würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Macht's gut. Ciao, ciao.